So Leute, willkommen zurück zu Black Book. Wir sind wieder hier in der Scheune und aus irgendeinem Heuhaufen kommen Geräusche. Und ja, ein böser Geist scheint hier zu sein. Ich gehe an den Großen. Was the noise coming from this haystack or the other one? In the dry grass, you find your old acquaintances lying in wait and grab them both by the scruff of their necks. Okay, wir finden unsere beiden Mitverschwörer. Aselisa und wie auch immer der da ist. Let me go! Vasya, you again! What are you planning here? Sorry, Vasya. We were trying to ambush an evil Khaldun, not you. Someone has been here for sure. We've been watching all night and saw it. He sneaked in and planted an ikota on the wedding. Oh, Christ in heaven! Not an Ikota! It's alright. I'll protect you. Khalduns have no business cursing weddings. Okay, also die haben offenbar was gesehen. What Khaldun did you see? He sneaked in at night. Satan himself, I swear by God. The gates opened by themselves, and the Ardensteels were flying around. Means shorts were moving it. Okay, also die Tore haben sich selbst geöffnet und Sachen sind durch die Gegend geflogen. Also haben irgendwelche Dämonen das gemacht. And he himself didn't look like a Khaldun. He was dressed as a townsperson. He started to whisper. It was so fast and so frightening. It was so dark, we almost couldn't see anything. She likely won't find it by herself. Also aufhören, deine Flöte zu spielen, das ist ja grauenhaft. Der Typ sah aus wie nicht wie ein Zauberer, sondern wie eine Stadtperson. Stop whistling. This flute must be good against the Khalduns. So he ran, and we decided to change our hiding spot in case he'd be back. And you came. Okay. What did that Khaldun do? He whispered a lot and did something with his hands. I think he was scattering cursed items. We'll help you find them, Vasya. She likely won't find it by herself. All right, if you want to help, go right ahead. Petka, look in this haystack for a peapot with 9 peas. You, Akulina, look in that haystack, and I'll search the yard. All clear? Clear. He likely won't find it without us. All right, Vasilisa. Ich guck mir den Boden an. You closely inspect the floor. To your horror, you find a patch of burned dog hair. You remove it with a zagaver and throw it away in disgust. Okay, wir haben verbrannte Hundehaare gefunden. The chest contains snowy white bed sheets for the newlyweds. They must be given to the house of the groom once you go to the izba. Guck mir You das an. cut into the lining and, to your horror, find something furry inside. You find a dried bear paw that emanates dark sorcery. You hide this new artifact in your bag, as if against your will. The chest contains snowy white bed sheets for the newlyweds. They must be given to the... Suddenly, Petka calls out to you. Okay, Vasya, Petka ruft Vasya, uns. I found it, I think. I too found some traces of the curse. You and I both have some. That's a lot. What do you have, Akulina? Oh, Well, it doesn't matter if you don't have any. I found some, Vasya. Also a pod. Quite a few curses. Powerful Khaldun is involved here. The children look at each other worrisomely. Give me those pods. Who knows what else is our enemy capable of? A curse? Will he summon Schwartz? A mortal threat. You jump from a sudden knock at the gates. The children run inside the house, screaming. Ihr seid eine große Hilfe. Hey, öffnet die Tore. Ausländische Händler sind angereist. Oder sind angekommen. Okay. After several minutes of bargaining, you open the gates. Go get your bride upstairs. I need to speak to the Master of Ceremonies. You seem alarmed, Vasilisa. Okay, keine Ahnung, warum er da war. Also wir haben die Tore geöffnet, aber wir haben ein bisschen Geld dabei rausgeschlagen. Ja, du wirkst verunsichert. Ja, tu I ich. found so many cursed things right now. Someone powerful is trying to curse this wedding. You tell old Yegor about your discoveries. You can stop the wedding now. But why? Wait,
I'll tell Nikolai. Old Yegor forcefully grabs your arm. Hold there. Do you want to spoil their wedding? If you stop the procession right now, their whole life could go sideways. Yes, but what if we're stopped on our way down the aisle? No one knows. That's your time. If it stops, then yes, only God knows what will happen. Okay, also er hat gemeint, wir sollen die nicht unterbrechen, die Hochzeit, weil das bringt quasi Unglück. Der ganzes Leben können wir damit auf den Kopf stellen. Und er meint, wir sind halt der Meinung, das kann aber auch sein, dass der Fluch das einfach macht. Und er meint, unser Job ist es, das zu verhindern. Und wir werden, also wenn die Hochzeit gestoppt wird, Gott weiß, was dann passiert. Don't bother the betrothed. Do your job, and I will do mine. We'll teach Fetchka some zagovors. He may learn something yet. All right, Grandpa. Let's go. We need to bless them on their way. All the guests gather in the Izba. After the blessings of Nikolai and his bride, the procession departs to Vilgort, to the Church of the Trinity. Okay, wir gehen jetzt in die Kirche, um sie heilig zu sprechen, also zu segnen. Nicht heilig zu sprechen. Und ja, damit können wir wahrscheinlich Schlimmeres verhindern. Die Bärentatze, die erhöht unseren Flucheffekt. Fluch ist natürlich mega stark. Und wir haben ja schon was Fluch verstärkt. Heißt, wir können Fluch noch mehr verstärken, was eigentlich ziemlich geil ist. Dann mache ich das da raus. Mach die Bärentatze rein. Habe ich sonst noch irgendwas, ich jetzt nicht brauche? Stärkt den Zustand Ward. Nutzen wir den Zustand Ward überhaupt? Bin ich mir gerade nicht sicher, aber ich lasse es mal. Lass es mal so. Ups. Müssen ja weitergehen. Heute werde ich wahrscheinlich wieder nur 2 Parts schaffen, weil es ist bei mir derzeit alles bisschen chaotisch. This girl sure is lucky, right? Yes, few can return from another world. She wouldn't have done it by herself. We helped her. So is the case with the other dead. They can't get back by themselves. So Kolya wouldn't pull her out without you, right? Without me or Grandpa, unlikely. You know, I've been thinking. In a way, you also pulled me out from the grave. If you didn't come that night to the pothouse, Shorts would have killed me. Yes, I think that's how it happened. I've heard what the girls in Vilgard have been saying. That you didn't want to become a witch. But you did become one, right? And so I've been thinking, you did it to help your betrothed. Why would you think that? You and your grandpa are taking me for a fool, but I see lots of things. Okay. Also ich fasse mal ganz kurz zusammen, was er sagt. Also, er hat gemeint, sie haben sich erst über die Braut unterhalten. Sie meinte, die hätte es ohne ihre Hilfe wahrscheinlich nicht geschafft, also ohne die eines Zauberers, von den Toten wieder zurückzukommen. Die ganzen Toten schaffen es nicht ohne Hilfe. Und Betka meinte, irgendwie hast du mir ja auch aus dem Grab geholfen. Ich wäre getötet worden ohne dich. Und ja, er ist uns auf die Schliche gekommen, warum wir Zauberer geworden, also warum wir Hexe geworden sind. Weil, ja, wir unserem toten Ehemann helfen wollen. Und er meint, ihr denkt immer, ich bin ein Idiot, aber ich habe eine ganze Menge gesehen. The dead men can't go back by themselves, right? I visited lots of evening gatherings. I saw how much you loved him. So I think you decided. Vasya, stop this nonsense. Nothing good will come of it. You brought back that girl, but she never died. She was kidnapped, right? I was quite close to being dead, but she betrothed. Is dead. Buried. Oh, er sagt die Wahrheit. Wir sollen das lieber lassen, es wird nichts Gutes dabei rauskommen, weil alle, die wir gerettet haben, haben noch irgendwie gelebt. Das Mädchen wurde entführt, er stand nur an der Schwelle des Todes, aber unser Ehemann
Der ist tot und begraben. Quit running your mouth. You don't understand anything. Wait, don't be angry. I'm not joking. I came close to seeing the afterlife. There's no coming back from there. And your shorts constantly beg you for a walk, right? So how many people have you cursed already? Not so many. And what's next? Sooner or later, they'll get hungrier and hungrier and start dragging our souls to the grave. I've listened closely to many stories. Your church will also drag you to hell, along with who knows how many peasants. Okay, er hat gemeint, er hat das Nachleben gesehen und von da aus gibt es kein Zurück. Und deine Dämonen, die werden dich auch irgendwann mit in die Hölle ziehen und was bestimmt auch schon einige Leute verflucht. Haben wir aber nicht. Ja, ich stimme ihm zu. You may be right. The chorts constantly ask for work. If I give them some slack, they'll ruin everything they see. But what else can I do? You're saying my chorts will be the death of me. You can't know my fate. And you don't know his fate. That's right. I don't. But I decided to make my own fate. You have your fate. You heard the troika, so that's your fate. Maybe it wasn't a trick. But I have it differently. You remember how I stole from the shop? It wasn't the first time. I've done lots of similar things. I think maybe I should quit this kind of life. Start a household. I know it's not as fun or exciting. You saved me. So I wanted to ask your advice. You were nowhere after all. What do you think? Oh, er hat gemeint, ich weiß nichts über dein Schicksal, aber ich weiß was über meins. Wenn ihr es nicht als gestohlen habt, das habe ich schon öfter gemacht. Und ich möchte das nicht mehr machen. Ich möchte mein Leben ändern. Ich möchte vielleicht so einen kleinen Haushalt anfangen, also wahrscheinlich eine Familie gründen. Und es ist vielleicht nicht so aufregend, aber vielleicht ist es besser. Und da wir ihn gerettet haben, fragt er uns, was er tun soll. Und ich stimme ihm zu. Well, Fietka, I've always told you to abandon your life of pleasure. Right, I'll try. Old habits die hard. Next thing you'll know, I have my own household. You better remember these words of yours. I will. I'm not old enough to have a bad memory. Fedka grins and flings the reins. Pakcha village is surrounded by mist, and the road to Vilgert lies ahead of you. You think that if someone wanted this wedding ruined, he wouldn't be stopped this easily. You look around anxiously and prepare for the worst. Ja, wir sind bald in der Stadt und wir bereiten uns auf das Schlimmste vor. Und wir haben wieder keine Sünde. Er hat uns ja eine Sünde verschafft, als wir ihn da weggeschickt haben. Und den da habe ich ja auf einen unnötigen Job geschickt. Was ich sehr, sehr gut finde. Wenn wir das nächste Mal einen Skill kriegen, werde ich uns auch die Fähigkeit holen, hier war das glaube ich, noch einen zweiten auf einen unnötigen Job zu schicken. Damit kann ich uns nämlich Sünde ersparen und krieg trotzdem ein bisschen was bei raus, wobei wir ja auch viel Sünde immer wieder loswerden. Also sind wir ja auch jetzt wieder losgeworden. The winding path lures you in with a damp mist and mysterious shadows. What spirits hide behind them? Soon, you get to Cold Creek Ford. Yours and the bride's carts cross the water with a splash, but the third cart isn't so lucky. One of the wheels hits a stone, and all its passengers fall overboard. You look around and notice demon eyes in the dark. Fedka gives you a questioning look. What should you do with the rest of the guests? Ja, wir gucken uns um und Dämonenaugen sind. Fedka fragt, ich kann jetzt die restlichen Gäste zurücklassen. Ich kann die in meinen Wagen holen, das wird aber nicht klappen. Ich springe runter und You hop helfe. off the cart and open the black book. Fedka passes the reins and hops off too. You need to depart as soon as possible so as not to fall behind the wedding procession. The musician tries to help fix the cart, but you have something else to deal with. A swarm of chorts flies out of the darkness. Okay, wir müssen uns mit den Dämonen umschlagen, während unser Kollege die versucht zu reparieren. Wir haben nur 7 Runden Zeit. Ist es immerhin unser Buch? Ich glaube, es ist unseres. So. Den da kann ich damit einfach umnieten.
So, ich verpasse uns jetzt einfach mal ein bisschen Schutz. Der ist auch hin. Okay, da hätte ich uns gar nicht so viel Schild geben müssen. Wir haben nur 7 Runden Zeit, aber nach der ersten Runde sind schon fast alle down. Ja, das mit dem Curse und Curse Damage ist halt richtig heftig. Jetzt kann man überlegen. Ja stimmt, wir kriegen ja noch 5. So ist ja nicht. Ja, okay, der ist sowieso weg. Der hat so viel Waste abgekriegt. Ja. Healing Herbs. Für jedes Herb, was wir benutzen, heilen wir 7. Das ist natürlich auch geil. Oder ich gebe uns hier nochmal richtig viel Wolf. Usurpation, Elden. Ja, nee, ich nehme das da. The cart is finally fixed, and you quickly catch up to the procession. The peasants didn't see the shorts, but they noticed you whispering Zagavers. Now they are looking at you and your book with respect. Also respektieren uns. Ich finde es bloß ein bisschen schade, dass ich jetzt schon das zweite Mal Sünde losgeworden bin, ohne welche zu haben. Also da hätte ich auch locker einen von denen hier noch wegschicken können. Aber die brauche ich theoretisch nicht weg. Also wir sind mehr als stark genug, dass das auch mit denen geht. Ich wollte jetzt gerade nochmal in unser Buch gucken. Wir sind immer an unserem Maximum. Aber ich habe auch keine Sachen mehr, von denen ich sage, die finde ich absolut unnütz. Das hier. Ah, obwohl, das ist Firmen. Firmen ist halt eigentlich ein geiler Effekt. Was habe ich denn hier noch? Most Positive Status. Ja, das hier, das brauche ich nicht. Dann schmeiße ich das raus und gebe uns lieber das Well Reserved hier. So, dann geht's beim nächsten Mal weiter. Ihr lasst mir ein nettes Kommentar da, einen Daumen nach oben. Wir sehen uns, wenn es weitergeht mit Black Book. Bis dann, euer Wolf.